Wusstet ihr, dass Exchange Online im Standard gefälschte Absender-E-Mail-Adressen einfach so akzeptiert? Ja, ist leider so, mit einer Einschränkung, nämlich nur E-Mails, die mit der eigenen Domain an interne Absender geschickt wird. Und wenn ihr jetzt nur halb zugehört habt, dann denkt ihr euch vielleicht, ach ja, nur intern? Wen juckt's? Aber das öffnet Tür und Tor für das Versenden von E-Mails mit einer gefälschten Identität. Also das könnte ein bösartiger Angreifer nutzen, um Phishing-E-Mails oder E-Mails mit Schadsoftware an Leute in einem Unternehmen zu schicken. Und dann sieht es so aus, als würde das zum Beispiel von den eigenen Kollegen, der IT-Abteilung oder sonst wem intern kommen. Wird auch schon von Angreifergruppen verwendet, die Technik. Und dafür sind keine krassen Tricks oder Hacker-Tools notwendig, sondern dafür muss einfach nur eine E-Mail geschickt werden, per SMTP, dem Standard-E-Mail-Protokoll, und Zugangsdaten sind dafür natürlich nicht notwendig. Das Lustige ist außerdem, dass auch die meisten vorgeschalteten E-Mail-Gateways einfach umgangen werden. Wenn ihr prüfen wollt, ob eure Umgebung dafür verwundbar ist, könntet ihr das zum Beispiel per PowerShell probieren. Mit dem Standardbefehl Send Mail Message können E-Mails verschickt werden. Allerdings werden in Exchange Online standardmäßig die IP-Adressen von normalen Privat-Internet-Anschlüssen und vielen VPN-Providern blockiert. Also die Fehlermeldung, dass ich auf einer Spamhaus-Blockliste stehe, die zeigt nur, dass meine IP-Adresse nicht geeignet ist. Das heißt nicht, dass mein Tenant geschützt ist gegen diese Masche. Um das Ganze trotzdem zu testen, habe ich ein kleines PHP-Skript auf meinen Webspace bei Netcup gepackt, was dann die IP-Adresse von dem Webserver nutzt. Und der ist natürlich ein normaler Server in einem Rechenzentrum, steht deshalb nicht auf irgendwelchen pauschalen Blocklisten. Mein Microsoft 365-Tenant bzw. meine Exchange Online-Umgebung verwendet die Domäne demotenant.de und ich schicke jetzt mal beispielhaft eine E-Mail im Namen des Mitarbeiters Alex Wilber an seinen Chef Hans Maulwurf. Oder eine Phishing-E-Mail, die so aussieht, als würde sie von der IT-Abteilung kommen. Schauen wir mal in das Postfach von Hans Maulwurf, wie das da aussieht. Ja, wurde zugestellt. Gut, ich habe jetzt hier ein bisschen Encoding-Probleme gehabt. Hätte ich besser machen können mit dem Skript, beziehungsweise hätte ChatGPT besser machen können. Und ich muss natürlich sagen, hier ist jetzt so ein Banner zu sehen, dass die Identität des Absenders nicht verifiziert werden konnte. Meine These allerdings dazu, liest keiner, versteht keiner. Und hier ist noch so ein Link auf die Dokumentation, beziehungsweise funktioniert nicht mal der Link, passiert nichts, wenn ich draufklicke, cool. So, hier ist der Artikel, ist halt einfach was Allgemeines, Phishing and Suspicious Behavior in Outlook, too long, didn't read. Und das ist jetzt ja hier auch in Outlook on the Web. Ich habe das auch schon in einer anderen Umgebung im normalen Outlook gesehen. Da sah es ein bisschen weniger krass aus, das Banner. Und auf Deutsch steht dann da, wir konnten die Identität des Absenders nicht verifizieren. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten. Also der Text ist schon ungefähr gleich. Beziehungsweise der Hinweis, dass das irgendwie was mit Sicherheit zu tun hat, der fehlt ja komplett. Dämlich. Aber nochmal einen Schritt zurück. Wieso geht das eigentlich? Was habe ich da eben in der Rolle eines Angreifers gemacht? Also, jede Exchange Online-Umgebung kann über so einen standardisierten Hostname erreicht werden, um E-Mails zu bekommen. Wenn eure Umgebung ausschließlich Exchange Online verwendet, dann verweist wahrscheinlich ein MX-Eintrag im öffentlichen DNS auf so einen Namen. Also wenn ihr im M365 Admin Center in die Konfiguration zu euren Domains und dann zu den DNS-Records hingeht, dann steht da, hey, hier bitte den MX-Record auf diesen Wert zeigen lassen. In manchen Tenants ist da übrigens auch eine andere Domain, die dann verwendet wird. Da ist dann statt mail.protection.outlook.com gibt es auch mail.eo.outlook.com, was glaube ich für Exchange Online steht. Und wenn ihr Exchange Hybrid fahrt, dann werden E-Mails von eurem On-Prem Exchange Server-System auch über hier so einen Hostname, also über den protectionoutlook.com, zu Exchange Online geschickt. Und selbst wenn ihr euer System so richtig sicher eingerichtet habt, dass die E-Mail erst an einem vorgeschalteten Spam-Filter geht, dann noch zu eurem Exchange On-Prem-Server und dann erst zum Postfach des Users in Exchange Online, ja, dann
Das Ding hier am Ende, das ist immer noch offen, kann direkt adressiert werden und alle davor geschalteten Schutzmaßnahmen, Schutzmechanismen, die werden umgangen. Das ist aber tendenziell noch ein größeres Problem, auf was ich jetzt hier eigentlich gar nicht eingehen wollte. Da müsste man eigentlich alles blockieren, was nicht von dem vorgeschalteten Spamfilter oder Exchange On-Prem kommt, aber das ignorieren wir jetzt mal. Stattdessen fokussieren wir uns wieder auf das Direct Send Problem. Es gibt seit ein paar Monaten eine Möglichkeit, diese Funktion zu deaktivieren. Aber bevor ihr das tut, solltet ihr nochmal ganz kurz in euch gehen und überlegen, ob ihr das nicht vielleicht benutzt. Denn Direct Send ist eine einfache Möglichkeit, die genutzt werden kann, um zum Beispiel Multifunktionsdrucker, Scannergeräten das Versenden von E-Mails zu erlauben. Falls ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr irgendeine Form von Security Monitoring, ein SIEM oder irgendwas habt, dann könnt ihr hoffentlich dort eure Logs durchsuchen. Ich habe hier zum Beispiel Microsoft Defender XDR ohne Microsoft Sentinel und kann da die E-Mail-Events-Tabelle per KQL abfragen. Alle Einträge, die ich jetzt hier in meiner Testumgebung sehe, die sind auch selbst verursachte Test-E-Mails. Wenn ihr das bei euch prüft, dann könnten da sowohl legitime Verwendungen, zum Beispiel durch Multifunktionsgeräte, aber auch tatsächlich gespoofte E-Mails von Angreifern drin sein. Denn es ist bekannt, dass die Funktion bereits aktiv von Angreifergruppen ausgenutzt wird, um E-Mails mit Phishing und Malware zu verteilen. Hier im Blog bei Varonis gibt es ein paar Beispiele. Aber ich habe auch schon anderes in der freien Wildbahn gesehen, zum Beispiel angebliche To-Do-Listen mit einem SVG-Anhang, der JavaScript enthält, um dann auf schädliche Webseiten weiterzuleiten. Lustigerweise wird hier wohl auch oft die gleiche Adresse als Absender genommen wie die Empfängeradresse, was meiner Meinung nach ein bisschen plump ist, aber das heißt nicht, dass die Angreifer damit dann nicht doch mal ab und zu erfolgreich sein können. Wenn ihr soweit seid und Direct Send abschalten wollt, dann geht das einfach per Exchange Online PowerShell. Nachdem ihr euch verbunden habt, lautet der Befehl zum Deaktivieren set-organization config _reject Direct Send $true. Einmal mit Enter bestätigen. Und dann nach ungefähr einer halben Stunde sollte die Einstellung vollständig wirksam sein. Falls ihr dann merken solltet, dass das aus irgendeinem Grund doch problematisch bei euch ist und ihr Direct Send wieder erlauben müsst, dann könnt ihr Folgendes ausführen, den gleichen Befehl, aber dann statt $true, $false. Würde ich aber eher nicht machen. Darüber hinausgehend macht es natürlich auch Sinn, die DNS-Konfiguration in Bezug auf E-Mail-Kram aufzuräumen und abzusichern, also SPF, DMARC, DKIM. Wenn der SPF-Record richtig konfiguriert ist, dann sollten derartige E-Mails zumindest im Spam-Verdachtsordner landen und naja, aber es ist auch ein bisschen abhängig davon, wie euer Tenant sonst so konfiguriert ist. Vielleicht sollte ich zu dem Thema auch nochmal ein Video machen. Und kleine Anmerkung hier zu den E-Mails in meinen Logs. Ich hatte zuerst meinen SPF-Record gar nicht gut eingestellt und da ist dann alles direkt immer im Posteingang gelandet und dann hatte ich ihn ein bisschen umkonfiguriert und ab dann sind die E-Mails im Junk-E-Mail gelandet, im Spam-Verdachtsordner. Also das ist ja eigentlich schon mal ganz gut, aber ich würde es einfach abschalten. Besser ist natürlich, wenn die E-Mails gar nicht erst im Postfach des Users landen. Microsoft plant das auch irgendwann zukünftig im Standard auszuschalten. Das heißt aber auch nicht, dass, wenn es bei euch noch an ist, dass es dann deaktiviert wird und noch ist es sowieso nicht so weit. Ich hoffe, ihr fandet das interessant oder nützlich. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr euch mit einem Like hier auf YouTube bedankt. Und Kommentare sind natürlich auch super, um das Video so ein bisschen zu pushen. Und ich freue mich natürlich auch über die Kommentare und lese die alle und antworte da normalerweise drauf und so weiter. Wenn ihr Interesse an mehr Videos zu Security-Themen habt, dann schaut mal in die Playlist hier. Oder vielleicht ist auch dieses automatisch ausgewählte Video interessant für euch. Ach, und Kanal abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Reinschauen, haut rein!